Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich den einfachsten und zugleich besten Nusskuchen der Welt mache, der mit ganzen 3 Zutaten auskommt. Er wird ohne Mehl gebacken, was auch noch den Vorteil hat, dass der Kuchen nicht hart wird, denn wo kein Mehl drin ist, kann nichts austrocknen. Also Vorhang auf für den Nusskuchen. Der Backofen wird schon mal auf 180 Grad Celsius vorgeheizt. Fangen wir mit der wichtigsten Zutat an, den Haselnüssen, welche geröstet sein müssen. Durch das Rösten erhalten sie einen ganz anderen Geschmack und das macht den Reiz dieses Kuchens aus. Im Supermarkt kann man geröstete Haselnüsse kaufen. Dass sie bereits geröstet sind, kann man auch daran erkennen, dass sie nicht mehr in der dunklen Haut sind. Diese Nüsse waren neulich natürlich ausverkauft, aber man kann sich auch helfen, indem man sie selber röstet. Einfach den Ofen auf 170 Grad Celsius vorheizen und die Nüsse ca. 10 bis 15 Minuten darin backen lassen, bis sie leicht braun werden, anfangen im Ofen zu knacken und es nach Röstaromen riecht. Man lässt sie auskühlen und reibt sie gegeneinander, damit die Haut abfallen kann. Die Nüsse müssen dann noch gemahlen werden. Dazu nimmt man die feinste Reibe, die man hat. Im zerkleinerer Hacken geht zur Not zwar auch, aber die Konsistenz der Nüsse ist nicht gleichmäßig. Oder aber man kauft bereits geröstete und gemahlene Haselnüsse. Das ist natürlich am einfachsten. Der Zucker wird abgewogen und bereitgestellt. 3 Eier werden getrennt. Wenn man jeweils ein Ei in eine kleine Schüssel gibt, kann man das Eigelb mit einem Esslöffel leicht herausfischen. Manchmal, besonders dann, wenn die Eier ganz frisch sind, muss man einen Moment warten, bis sich das Eiweiß vom Eigelb löst. Man muss nichts anderes machen, als sich in ein klein wenig Geduld zu üben. Manchmal geht das Eigelb beim Trennen kaputt und fließt dann ins Eiweiß, was ärgerlich ist. Denn man kann keinen Eischnee mehr daraus schlagen und noch ärgerlicher ist es, wenn das gesamte Eiweiß dadurch unbrauchbar wird. Benutzt man eine separate Schale, minimiert man dieses Risiko. Nachdem die Zutaten also bereitstehen, die Kastenform mit Backpapier ausgekleidet ist und der Backofen auf 175–180 Grad vorgeheizt ist, kann der Teig fertiggestellt werden. Zuerst wird das Eiweiß zu Eischnee geschlagen. Damit fängt man immer an, denn die Schläger müssen absolut sauber, will sagen fettfrei sein, sonst wird der Eischnee nicht fest. Man gibt von dem Zucker ungefähr die Hälfte langsam zum Eischnee. Zitronensaft kann man zwar etwas dazugeben, aber dann haben wir eine Zutat mehr. Ist der Eischnee fest, wird der restliche Zucker auf die Eigelbe geschüttet und nun werden diese schaumig geschlagen. Das dauerte bei mir nicht mal 2 Minuten. Hier kann man den Unterschied zwischen Anfang und Ende erkennen. Diese Eigelbmasse wird auf den Eischnee gegossen und darauf kommen die gerösteten und gemahlenen Haselnüsse. Die Zutaten werden verrührt. Es heißt immer, man soll das von Hand machen, damit der Eischnee auch ja nicht zerfällt. Aber so ängstlich muss man nicht sein. Auf langsamer Stufe meines Handrührgerätes rühre ich alles unter und dabei drehe ich die Schüssel immer ein Stückchen weiter. Die einzige Schwierigkeit, wenn man dieses Wort überhaupt in den Mund nehmen darf, besteht darin, rechtzeitig aufzuhören. Deswegen zeige ich das hier in Originallänge ohne Zeitraffer oder sonstige Kunststücke. Lediglich zum Schluss wird mit Hilfe eines Teigschabers kontrolliert, dass sich keine Eiweißnester am Boden der Schüssel befinden und eventuelle Spritzer vom Rand werden zurück in den Teig befördert. Wenn euch das Video gefällt, abonniert doch bitte meinen Kanal und wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, findet ihr das Video später viel einfacher wieder. Danke! Den Teigschaber streife ich übrigens immer am Ausgießer ab.
Die Königskuchenform habe ich bereits mit Backpapier ausgelegt. Wer kein Backpapier verwenden will, buttert die Form und streut sie mit Nudelgrieß aus. Man kann natürlich auch kleine Muffinformen verwenden und die Backzeit entsprechend anpassen. Die Backzeit in meinem Ofen betrug 35 Minuten bei knapp 180 Grad Ober-Unterhitze. Aber jeder Ofen ist anders, also bitte aufpassen. Anschließend wird der Kuchen auf einem Kuchendraht auskühlen gelassen und ist dann auch schon zum Verzehr fertig. Ich habe den Kuchen noch mit einem Hauch Puderzucker bestreut. Das war's auch schon. Der Kuchen hat einen wunderbar intensiven Geschmack nach gerösteten Nüssen und schmeckt sehr gut zum Kaffee oder zur heißen Schokolade. Vielleicht probiert ihr ihn ja einmal aus. Hier ist noch das Rezept. Haselnusskuchen. 3 Eier. 180 bis 200 Gramm geröstete und gemahlene Haselnüsse, 90 bis 100 Gramm Zucker, eventuell Puderzucker zum Bestreuen. Pro Ei rechnet man 60 Gramm Haselnüsse und 30 Gramm Zucker. Mit dieser Faustregel lassen sich Kuchen aller möglichen Größen backen. Da in Deutschland die Nüsse jedoch meistens in 200 Gramm Packungen verkauft werden, habe ich das Rezept oben entsprechend angepasst. Viel Spaß beim Backen und wie immer, guten Appetit!